Es ist für mich immer wieder erhebend gewesen, schon beim Musikantenstadl, wenn die Eurovisionsfanfare kam. Und diese Eurovisionsfanfare, die knickt alles. The show must go on. So sagt man am Theater und so sagt man auch beim Fernsehen. Der Vorhang muss aufgehen. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht Emil Kolpacher aus dem großen Festsaal der Wiener Hofburg. Nach der turbulenten Probenarbeit der abgelaufenen Woche und den gigantischen organisatorischen und künstlerischen Vorbereitungen hat sich nun symbolisch der Vorhang gehoben. From the fading light I fly, rise like a phoenix. So die Woche vor dem Finale haben wir dann alle am Gang angeredet und halt gesagt, you're gonna win. Und man denkt sich, na bitte verschreit es nicht. Die Conchita und unser Tom hat durch ihre Persönlichkeit und durch ihre unglaubliche Stimme so überzeugt, dass es überhaupt keinen Zweifel gab. 3 Tage vor dem Semifinale bekomme ich in die Hand gedrückt eine Washington Post und da ist ein Artikel drin über Conchita Wurst. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird das ganze Ding einmal richtig groß. Es ist sogar überlegt worden, noch eine Siegesversicherung abzuschließen. Es hat sich nur herausgestellt, das war dann viel zu teuer. Es gibt wahrscheinlich so ein paar Punkte in der Republik, in der Chronologie, wo jeder, je nachdem wie alt er ist, irgendwie weiß, wo er war, das einordnen kann. Wo habe ich den erlebt? Brav im Fernsehen zu Hause. Ich habe ihn wie tausende andere mit Freunden erlebt. Ich habe es zu Hause gesehen, im 21. Bezirk. Und schon damals den Gedanken natürlich gleich gehabt, wenn das nach Österreich kommt, sollte doch dieser Song Contest nach Wien gebracht werden. Ehrlich gesagt, nein, ich habe nicht zugeschaut. Ich habe mir gedacht, wozu, es wird eh nichts. Wir waren in der Wachau auf einer großen Hochzeit und ich habe leider fast überhaupt nichts gesehen davon. Ich habe den Song Contest natürlich ein wenig verfolgt, als sich das im Voting zugespitzt hat. Ich habe am 10. Mai 14 den Song Contest moderiert. War das am 10. Mai? Ich war nicht in Kopenhagen, ich war bei mir daheim auf der Couch. Mal sitzend, mal stehend, mal nervös herumgehend. Aber 14, 15 war ich, genau. Aber warum 2014? Du meinst, als wir gewonnen haben und gewusst haben, dass wir das Ding gewinnen? Je mehr Punkte wir bekommen haben, umso nervöser wurde ich. Allein im Wohnzimmer unten. Kein Mensch war da, ich war ganz allein. Das war natürlich irgendwie, man sitzt da und ist im ersten Moment ein bisschen fassungslos, würde ich sagen. Und denkt sich, oh mein Gott, was passiert da jetzt gerade? Bei jedem Punkt, den wir bekommen haben, nach jeder Auszählung, hey, wir kommen dem näher. Here are the points from Ukraine and 8 points go to Austria. L'Autriche, Whipper. Und keiner hat irgendwie gewusst, wie lange es eigentlich noch dauert, wie viele Länder noch voten. Wir haben ja nur 3 Länder, die ihre Punkte vergeben müssen. Da merkt man, ich war nie gut in Mathe. We have done the math. It's no secret anymore. Austria is in the lead. Und auf einmal standen wir mitten in diesem Konfettiregen und haben eigentlich nicht gecheckt, dass wir es eigentlich schon gewonnen haben, bevor alle Länder überhaupt ihre Votings abgegeben haben. Und dann ist schon der Goldregen gekommen. Und mein erster Gedanke war, bitte, jetzt ist ihnen der Schatz da runtergefallen. Wie peinlich ist das? Und ich habe noch nicht einmal gewonnen. Und dann habe ich erst realisiert. Ach so, okay, weiter. Genau. Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Schatz gewonnen. In der Sekunde habe ich mir nichts gedacht, aber wenige Sekunden später habe ich mir auch noch nichts gesagt. Der Andi hat mich in seiner Aussage sehr berührt, weil es einfach so echt und so ehrlich war. Jetzt gewinnt die den Schatz, nicht? Das ist ja
in die österreichische Sprache übergegangen. Ich habe offenbar mit diesem Saga den Nerv der Menschen getroffen. Das war einfach pure Freude, die für mich in der Aussage vom Andi war. Wir haben gewonnen! Ja, halt den Song Contest. Ja, aber wir haben gewonnen. Also dieses ambivalente Verhältnis, das wir über viele Jahrzehnte aufgebaut haben zum Song Contest. Es war gigantisch. Und wie es dann klar war, habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Vor lauter Freude. Und alle sind aufgesprungen und ich auch. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, aber es war in der Sekunde die Last auf uns. Wie machen wir das? Wie werden wir das zusammenbringen? Die Freude und dann wieder ein bisschen schon das Nachdenken, wie stemmen wir das? 12 Uhr, Landung, Wien-Schwächerts. Ich glaube, es gibt was zu feiern fürs ganze Land. Es gab dann einfach diesen triumphalen Empfang in Wien, der war großartig. Das waren sicher tausende Leute, die dort sie willkommen geheißen haben, applaudiert haben. Aber dann hat es schon begonnen zu arbeiten. Wie gehen wir das jetzt an? Ein Jahr ist eine kurze Zeit in Wirklichkeit für so ein Riesenevent. Als gelernten ORF-Mitarbeiter kommen einem immer gleich einmal die Gedanken, wer soll das zahlen? Ich glaube schon, dass die Beteiligten beim ORF so ein bisschen geschwitzt haben wieder. Aber das Gute ist, ich schreibe auch nicht die Rechnungen. Ich war holler Dreh. Here we go. Das Schöne ist, es war klar, dass ein Jahr später, da hat es einen Termin gegeben und an diesem Termin mussten 3 Live-Sendungen stattfinden. Da hat es auch einen sehr genauen Zeitplan gegeben, der EBU, das ist der Europäische Verein der öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich kann mich an das erste EBU-Meeting erinnern, das wir in Genf hatten. Das war, glaube ich, 4 Wochen nach dem Sieg. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das der Ole Sand und der hat sich da mit uns zusammengesetzt und hat gesagt, so, ihr müsst ab morgen zu arbeiten anfangen. Ich kann mich noch an das Gelächter in diesem erlauchten Kreis aus unserer ORF-Sicht sozusagen daran erinnern. Und der EBU-Vertreter hat nur noch gemeint, es gibt nur einen wichtigen Satz oder eine Regel: To fail is not an option. Scheitern geht ja nicht, also der wird in Österreich stattfinden. Das hat jetzt nicht zur Entspannung beigetragen bei mir, aber es hat mich zumindest auch insofern vorbereitet, dass ich gewusst habe, man darf hier nirgends Zeit verlieren. 3 Monate wurde überhaupt einmal Eventmanager gesucht und ein Ort gesucht und dann war nicht klar, wo findet es statt. Und dann hatte ich eines Tages irgendwann mal um die Mittagszeit einen Anruf von einem netten Herrn aus dem Lavantal, der mir erklärt hat, er möchte jetzt den Song Contest austragen und er möchte das auf seinem Acker machen und er hat genug Gasthäuser und Gasthöfe runter um sich herum. Und ich habe mich wirklich wacker geschlagen, bis mir Gernot Kulis erklärt hat, er ist der Callboy. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe im Rathaus ist Wien seit heute offiziell die neue Song Contest-Stadt. Also ich liebe natürlich Graz und Innsbruck, das sind so schöne Städte. Aber immer nach so langer Zeit haben wir schon in Wien machen müssen, den Song Contest, finde ich. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt Wien Holding-Chef und die Wien Holding ist ja ein Unternehmenskonstrukt von 80 Unternehmen. Dazu gehört die Wiener Stadthalle. Und da war mir natürlich es ganz, ganz wichtig, möglichst schnell Wien auf den Plan zu rufen, die Stadthalle auf den Plan zu rufen und natürlich zu sagen, welchen Veranstaltungsort gibt es denn, der da besser sein könnte. Und daher war die Entscheidung auch dann eine klare. Allein soll stets die Stadt meine Träume sein. Die Stadthalle war's. Einfach auch mit den Nebenhallen und den Nebenräumen, die die Stadthalle angeboten hat. Die Stadthalle ist so ausgestattet, dass dort Konzerte stattfinden, Veranstaltungen stattfinden. Also es ist nicht neu für die Stadthalle. Und sie ist vom gleichen Architekten gebaut wie das ORF-Zentrum am Königlberg, nämlich von Roland Rainer. Das war für uns eine sehr schöne Brücke. Die waren aber ausgebucht in diesen 3 Monaten. Da mussten Tourneen, Künstlerauftritte, Großevents und so weiter verschoben, rausgeschmissen werden sozusagen, damit wir dort hineingehen können. Keine Selbstverständlichkeit, wurde aber gemeinsam gemacht. Es war eben diese Kraftanstrengung und die ist gelungen. Im Grunde haben wir die ganze Stadthalle okkupiert. Weil erstmals auch in der Geschichte der Wiener Stadthalle alle Hallen bespielt wurden von einem Event. Bis zur Eishalle, die man kennt von Eishockey-Matches, haben wir dort unser Crew-Catering gehabt. Wir haben einen Teil der Garage blockiert, weil wir dort Sachen lagern mussten. Und dann mussten auch noch Aggregate natürlich bereitgestellt werden, Dieselaggregate. Nur war dann das Problem, wo stellen wir die hin? Die sind ja relativ groß. Und der einzige Platz, den wir dann gefunden haben,
war tatsächlich im Innenhof einer Kirche gegenüber von der Stadthalle. Und dieses Aggregat hat wirklich, glaube ich, 5 cm links und rechts genauso hineingepasst. Wie der Pfarrer dann aus der Kirche rein und raus kam, weiß ich nicht mehr, aber das Aggregat ist gut gestanden. Der Vertrag mit der Pfarre neben der Stadthalle war einer meiner Lieblingsverträge, ja, weil dort ging es wirklich darum, dass wir eine lockere Sanierung des Pfarrkindergartens vornehmen, ja, dass man da Ungeziefer und Ratten aus dem Pfarrhof nachhaltig entfernen und eliminieren. Und dafür konnten wir dort halt gewisse Dinge abstellen, für die wir am Veranstaltungsgelände keinen Platz hatten. Wir haben tonnenweise da dann Material hineingebracht, auch mit sehr hohen Sicherheitsauflagen. Also jedes Kameralicht, jede Kamera, jedes Licht etc., jede Bühnentraverse musste irgendwie durch eine Sicherheitsschleuse durch. Also security-mäßig war das, glaube ich, schärfer als jeder Flughafen, was ich jetzt noch mehr als damals verstehe. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Es ist aber überhaupt eine der größten und meistgesehenen Fernsehsendungen der Welt und ist somit Anschlagsziel. Das hat uns vor Herausforderungen gestellt, die waren auch im Rückblick noch ziemlich groß. Ja? Es gab 2 Ü-Wagen, weil bei solchen Mega-Events natürlich auch die Sorge bestanden oder besteht, dass einer der Ü-Wagen ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Und die waren komplett ident. Was haben denn die Kollegen in der Zeit dort gemacht? Die haben zugeschaut. Sehr nett. Halleluja. Textschwierigkeiten. Ja, ich kenne ihn nicht perfekt. Der Michi Kögler war eine ganz, ganz große Stütze für mich in dieser Produktion, das muss ich sagen. Weil das muss man auch wissen, dass die Hauptproblematik bei diesen ganzen Acts, die da sind, die dürfen ja alle mitreden. Jeder darf sagen, bitte das linke Nasenloch ganz groß und das rechte Auge bitte ganz wenig. Und das hat mir der Michi wirklich abgenommen. Und der ist dann natürlich gesessen am 2. Regieplatz und hat sich das angeschaut. Fertig dann. Der Song Contest ist natürlich keine Geschichte, die einer allein macht. Das ist ein Projekt, wo halt ganz viele Leute beschäftigt sind. Aber die müssen miteinander gut können. Wenn es da untereinander Schwierigkeiten gibt, geht das Song Contest nicht gut über die Bühne. Mit dem Edgar Böhm als Cheforganisator. Ein Wahnsinn, weil man keinerlei Erfahrung hat bei der Ausrichtung eines so riesigen Dings. Mit dem Pius Strobel für die ganze Organisation. War auch nicht in meiner Lebensplanung. Ich hätte das wahrscheinlich auch damals genauso wenig gemacht, wie ich mich dann darum beworben habe, es zu werden. Und dann auch mit den anderen Teams gemeinsam intensiv mit der EBU zu kommunizieren. Und für mich war es in der Nacht schon klar, als Conchita den Song Contest gewonnen hat, da muss ich mitarbeiten. Das war für mich ganz klar. Ich war sehr nervös, ob mich jemand anrufen würde, dass ich es machen soll. Das kam relativ schnell, dass ich gefragt wurde, ob ich damit moderieren will. Und ich war am nächsten Tag unterwegs nach Pula und es läutet das Telefon. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Also das ist was man einfach wahrscheinlich einmal im Leben moderieren darf. Und die Fernsehdirektorin Kathi Zechner ist dran. Gelungen ist es, weil ich glaube, dass ich begeistern kann und dass ich Leute mitnehmen kann. Und sie hat zu mir gesagt, willst du das machen? Und es haben alle, von Technik über Kunst, Regie, an einem Strang gezogen.
Weil einmal in seinem Lebenslauf zu sagen, man war da dabei in einer wichtigen Funktion, das nimmt einen niemand. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich muss es machen. Ehrlicherweise war es ein irrsinnig cooler Spirit im Haus, also alle haben das unterstützt, haben dieses Projektteam unterstützt. Und wir haben am Schluss mit den Volunteers, mit allen technischen und Security-Personal, das drumherum ist, knapp 3000 Leute gehabt. Wenn ein Projekt begeistert, ja, dann ist bis zum Portier jeder dabei. Das, was hier im ORF immer gepflegt wurde und zur DNA des ORF gehört ist, dass hier nicht nur konzipiert, entworfen und administrativ gemanagt wird, sondern hier wird produziert. Natürlich waren wir imstande, das auszurichten. Das haben uns vielleicht zu Beginn nicht alle zugetraut. Das war ein Gesamt-ORF-Ereignis. Jeder hat gewusst, das ist was Besonderes, da hängt unser Haus Image, unsere Marke dran. Was ganz Einmaliges. Also ich hatte echt die Time of my life. Als wir begonnen haben, Volunteers zu suchen und die Anforderungen hatten, glaube ich, 4-sprachig müssen die sein. Ja, also Deutsch plus 3 Fremdsprachen. Und wir hätten gerne 400 als untere Grenze. Und ich habe beim ORF angerufen, habe gesagt, bitte, ich will da mitarbeiten. Dann haben die gesagt, ja, aber wir wissen ja gar nichts. Und habe ich gesagt, schreiben Sie es irgendwo auf, ich will da mitarbeiten. Und dann sind es geworden 2.500, die sich beworben haben aus ganz Europa. 1600, die wir in den Auswahlprozess geholt haben, 800, die mitgearbeitet haben. Und dann war monatelang nichts. Und dann ist tatsächlich der Anruf gekommen vom ORF, dass sie Volunteers suchen. Das war so ein erhebender Augenblick, dass es möglich ist, aus ganz Europa Menschen für so ein Projekt zu begeistern. Es gibt so ein paar Goodies. Es gibt das Gewand, das ist zum Beispiel das Original-Shirt aus dieser Zeit. Und es gibt ein Goodie-Bag, wo so Kleinigkeiten drin sind. Aber Bezahlung gibt es als Volontier nicht. Das Herausfordernde ist die Kürze der Zeit. Es waren 377 Tage, die wir Zeit hatten, vom Sieg bis zum 23. Mai 2015. Da gibt es einen Zeitplan, wann Entscheidungen getroffen sein müssen, damit sich das alles ausgeht in der Produktion. Und dieser Zwang, Entscheidungen treffen zu müssen, macht richtig Druck. Es gab ja in dieser ganzen Produktion immer wieder den Punkt, wo man wirklich gezwungen war, was dazuzulernen. Ja? Weil man diese Erfahrung in der Dimension noch nicht gemacht hat. Ja, also die EBU hat schon sehr, sehr oft auch darunter gestöhnt, wie wir an manche Dinge in Österreich herangehen. Und wenn man das nicht zugelassen hätte, dass es dann auch mit einem Stück weit Wiener Charme oder Wiener Eigenleben in die Umsetzung gekommen wäre viel auf der Strecke geblieben. Und der österreichische Weg war, sozusagen wirklich mit im Verhältnis kleinen Mitteln wirklich was Großes zusammenzubringen. Wir haben aus allen Rohren geschossen. Ich fand, das war imperial. Wir haben mit 43 oder 44 Kameras gearbeitet. Und die mussten natürlich alle exakt das bringen, was wir uns vorgestellt haben. Ich habe gesagt, ich brauche das beste Besteck. Und ich habe das beste Besteck bekommen. Florian Wieder war damals schon der Top-Set-Designer. Ich glaube, heuer macht er jetzt in der Schweiz den 5. ESC oder so. Der Florian Wieder hat, muss man wissen, einmal die Oscar-Verleihung abgesagt, weil er keine Zeit gehabt hat, um die Oscar-Verleihung zu machen. Der hat bei uns den Song Contest gemacht. Selbstverständlich haben wir uns Spezialisten dazu holen müssen, die nur von einem Riesen-Event, von einer Olympia-Eröffnung zur nächsten erfahren. Jeder kleine Artdirektor wünscht sich einmal im Laufe seines Berufslebens, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja? Der Al Jordan, der das Lichtdesign gemacht hat, ja? Auch ein großer. Das ist der Lichtdesigner für solche Riesendinge, der dann auch weiß, wo welche Lampen zu bekommen sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, diese Spots und diese ganzen computergesteuerten Bühnenelemente zu bekommen. Das weiß der. Der weiß das und bestellt das ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher und dann wird es geliefert und der kann das aufbauen mit seinem Team. Und einmal dieses gefühlt ins Volle greifen zu können und Dinge zu machen, die in einer normalen Sendung einfach nicht möglich sind, das war schon richtig toll. Ich wollte am Anfang überhaupt nur
Wiener Kongress mit Kerzenlicht machen. Aber da hat mich dann der Kurt Bongartz überzeugt, dass das vielleicht nicht ganz so sehr anders, aber nicht ganz so geeignet ist. Das war halt auch eine Zeit, das war gerade, wo begonnen hat, LED-Boden, riesen LED-Rückwände in Möglichkeit so 360 Grad, wo alles dreht sich, alles bewegt sich digital. Und wir haben dann aber auch aus Kostengründen war das teilweise gesagt, wir machen das eben kleiner, wir machen eigentlich eine klassische Guckkastenbühne. Es sollte eine Bühne sein, die also zum Angreifen sozusagen war. Dieses Kugelballett zu gestalten war unfassbar katastrophal mühsam. Und es ist hunderte Male probiert worden und es war eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, immer irgendeinen kleinen Hacker oder was hat es gegeben. Irgendwann habe ich gesagt, kommt, nehmt eine Schere, wir schneiden diese ganzen depperten Kugeln ab. Die braucht kein Mensch, braucht es. Weil keiner gewusst hat, wie man damit umgehen soll. Hat er manchmal auch nicht funktioniert einfach? Nicht manchmal, es hat überhaupt nicht funktioniert. Es hat nicht manchmal nicht funktioniert, es hat gar nicht funktioniert, bis zum Schluss. Und es war wirklich, da gab es Krisensitzungen, was machen wir mit diesem verdammten Kugelballett? Und alle waren verzweifelt, auch ich, klarerweise, aber ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil es war nicht meine Idee. In der Generalprobe war überhaupt ein Flop. Da waren die verzweifelt, weil es ist stecken geblieben und wir konnten kaum weitermachen, die Probe, weil das gehenkt ist. Aber der Florian hat dann irgendwann gesagt, so Kinder, ich setze mich jetzt hin und ich bewege jetzt die Kugeln. Und dann haben sie alle zurückgelehnt und haben gesagt, okay, Florian, mach. Und es ist bis zur kleinsten Kugel jede Kugel marschiert, wie sie programmiert war. Und das war ja eigentlich das Ziel. Es musste ja nur einmal wirklich spielen. Und das ging. Aber dieser Moment, jetzt brauchst einfach ein Glück. Das ist, glaube ich, weltweit die einzige Geschichte, die in dieser Dimension mit diesen Kugeln gemacht wurde. Dann auch nie wieder, soweit ich mich erinnere. Und wenn man sich heute anschaut, wie die Kugeln rundherum schweben und diese Welle, die ja dann auch das Design war, dann muss man schon sagen, es war eine ganz geile Idee. Sport und Musik. Das sind zwei Sachen, die Menschen zusammenbringen, egal woher sie kommen, egal mit welchem Background, wo man sich trifft. Und deshalb, glaube ich, ist Building Bridges das perfekte Motto für einen Song Contest. Wir haben, glaube ich, 3000 Slogans gesammelt und gehabt. Und es ist immer klarer geworden, wir wollen so ein Bindeglied werden. Wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und kurz vergessen, wie sie vielleicht sich unterscheiden und sich darauf konzentrieren, was wir alle gemeinsam haben. Dieses Building Bridges, das Wesen, ich sage jetzt einmal groß auch Europas, ist ja der wettstreitende Zusammenhalt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die, glaube ich, ein bisschen nicht verloren, aber vergessen wurden, ist der wettstreitende Zusammenhalt. Da gab es dieses 4, das war das Logo des Song Contests, das war dieser Kreis, diese Kugel. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, obwohl es schon 10 Jahre her ist, als mich der Generaldirektor gefragt hat, sag einmal, wie machen wir das eigentlich, also die ganze visuelle Präsentation, machen wir das selber? Und ich habe zu ihm gesagt, Alex, selbstverständlich machen wir das selber, ja, mit großer Freude. Ich bin nur nachher dann aus seinem Büro gegangen und bin den Gang entlang gegangen, weil mir richtig schlecht geworden ist, weil ich mir gedacht habe, was hast du da jetzt zugesagt, was hast du hier versprochen? Der Hayek, der war da auch dabei. Wir wollen da irgendwie so die Rolle, die auch Österreich irgendwie in der Geschichte gespielt hat, da in der Mitte Europas. Der Erfinder des 4 ist Christian Stangl, der damals ein relativ junger Motion Designer war bei uns im Designstudio. Und ich finde, das gehört ja zur Arbeit eines Unternehmens, da auch an die Grenze zu gehen und dann nachher auch mehr zu wissen als vorher. Aber du hast gemerkt, mit der Aufgabe wächst man.
Wir haben noch dazu etwas gehabt. Wir haben den 60. Song Contest damals gemacht. Und ich habe darauf bestanden und habe es durchgesetzt, dass Australien mitmachen kann. Das war eine wirkliche Innovation. Man hat gesagt, die Australier wollten seit vielen, vielen Jahren mitmachen. Die sind verrückt auf Song Contest. Und ich habe gesagt, wenn wir Gastgeber sind und wir 60-Jahr-Feier machen dürfen, dann dürfen wir doch einladen, wen wir wollen. Und wir laden die Australier ein. Gotta solve them. For now, let's leave them all behind. And do what you want. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. Rein vom touristischen Aspekt, wir hatten 1,3 Millionen Nächtigungen in dem Monat und auch auffallend, wie schon, welche Kraft dahinter ist, besonders viele aus Australien und aus Israel, die ja teilgenommen haben damals auch. Also da haben wir schon gemerkt, das hat schon einen richtigen Impact in der Stadt gehabt. Schon vor 4 Wochen stattet ein weiterer Superstar einen Kurzbesuch in Wien ab. Guy Sebastian. Er gilt als einer der populärsten Künstler Australiens. Es ist eine riesige Family, die ja mit jedem Song Contest in jeden Austragungsort mitreist. Ich glaube, 1700 Journalistinnen und Journalisten waren das damals, 1300 Delegierte. Und wir haben uns gesagt, naja, machen wir denen doch den bestmöglichen Aufenthalt über den Stress, den es sowieso durch die Veranstaltung gibt, in der Stadt möglich. So großzügig wie Wien war und wie die Gäste und die ganzen Delegations und so weiter behandelt wurden, war in keiner anderen Stadt davor und auch danach, soweit ich es noch überprüfen konnte, gegeben. Die EBU war relativ skeptisch sogar. Die hat gesagt, naja, das werden die niemals annehmen. Ja. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben über 2000 Gratisangebote gehabt. Das waren Kochkurse, das waren Bungee-Jumping vom Donauturm, also so Angebote eben für die Delegierten, für die Journalisten, die mitkamen. Und das wurde alles sofort angenommen. Und es haben ja vor allem internationale Medien geschrieben, dass Wien das Beste daraus gemacht hat. Und die EBU war dann auch überzeugt davon. Also ich kann mich erinnern, die Daily Mail hat geschrieben, also Wien macht aus einem Gesangswettbewerb eine Bewegung, weil eben so viel drumherum passiert ist. Es gab, glaube ich, 70.000 Artikel darüber. Es gab gute Kritiken darüber, eben wie das alles gut funktioniert hat. Die Bilder, die da von Wien hinausgegangen sind in die ganze Welt, haben natürlich dazu beigetragen, dass wir dann in den Folgejahren auch touristische Rekorde feiern durften in Wien. Also da geht es dann natürlich auch um die direkten Erlöse, die Umsätze, die erzielt werden konnten. In diesen Wochen waren es knapp 30 Millionen Euro. Also unvorstellbar auch dieser wirtschaftliche Mehrwert, der diese Veranstaltung natürlich gebracht hat. Tourismus ganz wichtig. Ja. Da gibt es ja diese Postcards. Postcard, das ist immer der kurze Film, der vor dem Auftritt gezeigt wird. Und da konnten wir wirklich das ganze Land in all seinen Facetten zeigen. Und da kommen dann die Tourismusverbände mit Vorschlägen. Und dann versucht man natürlich auch, diese Dinge ein bisschen zu berücksichtigen, weil man selber ja auch das eigene Land gut verkaufen will. Also die Postcards haben ja mehrere Funktionen. Wichtigste Funktion, auf der Bühne wird umgebaut. Ja. Ex aequo, zweitwichtigste Funktion, der Kommentator hat die Möglichkeit zu sagen, wer jetzt kommt, was im Lied ist und so weiter. Ja. Und die dritte Funktion, und die wird mal mehr, mal weniger ausgenutzt, ist natürlich, wo sind wir denn überhaupt? Ja? Also schamlose Fremdenverkehrswerbung. Der Brückenschlag eben Building Bridges zwischen den Heimatländern, dem Wohnort der Künstler und dem Punkt, wo er sich am ehesten wiederfindet in Österreich. Und ich finde, wir haben das sehr elegant gelöst. Das sind Vorarlberger Volksschüler bei der Arbeit im Kunsthaus in Bregenz. Sie dürfen der griechischen Song Contest-Teilnehmerin dabei helfen, eine Aufgabe zu erfüllen. Was für eine Aufgabe genau, das darf noch nicht verraten werden.
Die Dame, die Griechenland beim Song Contest vertritt, heißt Maria Elena Kyriakou, ist 31 Jahre alt und erst seit ein paar Stunden in Bregenz. Also wir haben alles gemacht. Wir haben den Künstler vorgestellt, wir haben das Land des Künstlers vorgestellt, wir haben Österreich vorgestellt und wir haben Wien auch noch vorgestellt. In 40 Sekunden. Also der Werbewert für Österreich und ganz speziell auch für Wien war enorm. Also wir gehen nach den vorliegenden Studien aus von rund 100 Millionen Euro Werbewert. Das war auch der Ansatzpunkt, dass wir sagen, dieses Building Bridges Symbol, ja, das soll in ganz Österreich sichtbar sein, erlebbar sein. Mit Straßenbahnen und gebrandeten Taxis und so weiter. Da fährt ein ÖBB-Zug durchs Land mit dem Design. Da haben ganz viele Unternehmen uns mitgemacht und unterstützt. Das hat wirklich weit über Wien hinaus auch eine Bedeutung gehabt. Dass das wirklich die Wiener oder die Österreicher oder die Touristen, die in der Stadt sind, merken, da ist was los, da ist was Besonderes. Na, es gab wirklich Initiativen der Stadt. Also zum Beispiel die Ampelpärchen, die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen, die uns geblieben sind. Das ist auch wirklich gelungen mit diesen tausenden Nebengeräuschen. Das war die erste Großveranstaltung in Österreich, die zertifiziert werden konnte als Green Event. Uns war die Nachhaltigkeit beim Eurovision Song Contest extrem wichtig. Das wollte niemand und hat auch niemand geglaubt, dass es geht. Das begann bei den Bio-Erdbeeren und dem nachhaltigen Fisch aus dem Salzkammergut. Zum Beispiel die Tickets für alle Mitwirkenden bis zum letzten Techniker, wenn man so will, haben eine Freifahrt gehabt in Wien und konnten sich vollkommen frei bewegen. Das war in den anderen Städten zum Beispiel gar nicht möglich. Und man musste natürlich auch ein umfassendes Recyclingkonzept entwickeln und auch natürlich auch ein durchgängiges Mehrwegbecherkonzept. So konnte man sich 500.000 Wegwerfbecher ersparen und 30.000 Plastikflaschen. Unsere 1000 Quadratmeter Planen wurden zu Handtaschen und Umhängetaschen und was immer verarbeitet. Da sind rundherum aber auch Nebenerscheinungen gewesen, die eigentlich große Zweifel daran aufkommen lassen könnten, wie green der Event tatsächlich war. Green Event heißt nicht, dass sozusagen nur nachhaltiger Strom verwendet wird, sondern dass man versucht, so nachhaltig als möglich, dass es Abfallwirtschaftskonzepte gibt, dass es Wiederverwertungskonzepte gibt. Unsere Partner haben uns sehr unterstützt in unserer Idee der Nachhaltigkeit und des Green Events. Und manche begannen schon monatelang vorher, ihr Getränk statt in der Dose in der Glasflasche abzufüllen. Heute freue ich mich darüber, dass wir Dancing Stars als Green Production haben und viele andere, auch Produzenten, inzwischen überzeugt haben, sich als Green Production zertifizieren zu lassen, weil das auch ein Signal ist, wie man auch mit unserer Welt umgeht. Und für unsere Gäste aus der ganzen Welt, von den 100.000, die live in der Stadthalle waren ja mindestens ein Drittel aus dem näheren oder weiteren Ausland. Für die hat, glaube ich, Österreich eine neue Bedeutung bekommen. Also das Eurovision Village am Rathausplatz in Wien ist einzigartig gewesen. Erstens, es ist im Herzen der Stadt gewesen und es waren immer ganz viele Menschen, von der Früh bis spät. Vor allem dieses Public Viewing am Rathausplatz, das war natürlich einmalig. Zwischen Rathaus und Burgtheater hat das die Stadt dort gespielt. Und die Public Viewings haben in allen Landeshauptstädten und größeren Städten, die das wollten, ist übertragen worden. Und es ist wirklich eine Stimmung über dieses Land, glaube ich, geschwappt.
Es hat Partys gegeben, es hat Discos gegeben. Der Euroclub ist sozusagen die Diskothek, wo man sich trifft, wenn man dort akkreditiert ist als Journalist. Da sind natürlich wahnsinnig viele Fans auch dabei, die als Journalisten akkreditiert sind, aber das ist so der Party-Hotspot, ja, wo dann auch die Künstlerinnen und Künstler natürlich hingehen und auftreten. Es war wirklich ganz, ganz viel los. Die Stadt hat es gespürt. Die Eröffnungsfeier im Rathausplatz, das war natürlich schön, weil diese ganzen Länder da gekommen sind mit ihren Künstlerinnen und Künstlern. Das war super. Das passiert meist irgendwie vor einer Kamerawand, wo man die begrüßt und so. Und wir haben es jetzt sehr öffentlich gemacht mit 15.000 oder 20.000 Leuten. Und da hat man schon mal gespürt, was so los ist in der Stadt. Wir haben gesagt, es ist wichtig, wenn das Land so viel Geld auch ausgibt und investiert, dass dann ganz Österreich mitfeiern kann. Dass wir zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, ein Kids-Event machen, ja, eine eigene Show nur für 10.000 Kinder aus ganz Österreich. Und es war ein voller Erfolg. Am Westbahnhof hat es gewuselt und gewurdelt von den Schülerinnen und Schülern, die angekommen sind. Mit total engagierten Leuten der ÖBB, dass jedes Kind um 11:30 in der Nacht wieder daheim war. Auch in Vorarlberg oder wo immer. Dafür die ÖBB gesagt, war großartig. Das größte Konzertereignis oder Event der Welt, der Fernsehwelt, jährliche Unterhaltungsevent. Und gleichzeitig haben wir aber in Österreich auch die größten Klassik-Events von Neujahrskonzert bis zu den Übertragungen aus der Staatsoper. Und daher auch diese Building Bridges zwischen der klassischen Musik und Popmusik. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich kann mich an wenige Dinge erinnern, aber worauf man sich verlassen kann, ist, dass ich immer weiß, wann ich was angehabt habe. Und ich habe taubenblau getragen, ein wunderschönes Kleid vom Hörli, Jürgen Christian Hörl. Und es war aufregend, in der Oper zu singen, weil das habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen, was da sonst passiert ist. Weil wenn ich hereingefahren bin von meinem Wohnort da noch in die Stadthalle, habe ich im Auto hinten geschlafen. Und wenn ich zurückgefahren bin, habe ich wieder geschlafen. Ich habe nichts mitbekommen. Das war echt, als Moderatorin war man so drin in meinem Job. Ich weiß von diesen ganzen Partys, die es da rundherum gegeben hat, nicht eine Sekunde. Dass ich viele Sachen rundherum leider gar nicht so mitgenommen oder aufgenommen habe, was mir im Nachhinein so ein bisschen leid tut. Jetzt weiß ich schon, aber damals habe ich nichts mitgekriegt. Ich glaube, ich bin in dieser Zeit mit ganz wenigen Ausnahmen nie vor Mitternacht heimgekommen und immer um 7 spätestens wieder gegangen. Das war extrem intensiv. Meine Frau hat auch mitgearbeitet an dem Projekt. Also insofern hatte ich nicht die familiären Probleme, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt ein Jahr weg. Die Arbeitstage waren 22 Stunden. Ich habe zu der Zeit so viel geraucht wie nie zuvor. Ich habe in der Zeit zum Rauchen aufgehört. Das ist mein persönlich positivstes Erlebnis gewesen, weil es war der schwierigstmögliche Zeitpunkt zum Aufhören, weil alle geraucht haben. Insofern muss ich mich jetzt selber korrigieren. Natürlich habe ich Regeln gebrochen oder außer Kraft gesetzt. Und das eine war eben, dass ich mich nicht an alle Rauchverbote gehalten habe, die es gegeben hat. Es geht schon massivst an die Substanz, aber gleichzeitig hast du ein Ziel. Ja, das ist dieses Finale. Es war wirklich so, dass wir zum Teil, also ich zumindest zum Teil in der Stadthalle in meinem Büro, das ich hatte, übernachtet habe. 6. Sieh auf mich, Peter mit dir. Steh.
Mein persönlicher Song Contest-Moment in Wien war Montag 15 Uhr. Ich bin gerade von einem Termin zum anderen gelaufen, muss man sagen, in dem Fall. Und auf einmal gingen tausende Scheinwerfer an und die erste Show begann. Und auf einmal war das Gefühl, es ist Samstag 20:15 Uhr und es ist Hollywood. Von allen Dress-Rehearsals, und da gibt es ja zu jeder Show 3, bevor dann die Live-Show passiert, die waren alle ausverkauft. Jeder Volontier hat bei uns irgendeine Show anschauen dürfen. Entweder eine Probe, eine Generalprobe. Irgendwann ist jeder Volontier, der wollte, hat ein Ticket bekommen zum Zuschauen. Das ist natürlich auch was Feines. Na, speziell war jedenfalls, dass wir durch die vielen verschiedenen Kooperationen auch die Möglichkeit hatten, über ganz viele Gewinnspiele auch die Proben zu füllen mit Publikum. Wir haben ja 100.000 Tickets verkauft und hätten noch mehr verkaufen können. Weil wir einfach alles verkauft haben, was nicht nied- und nagelfest war. Aber im positiven Sinne, es waren einfach wahnsinnig viele Partner aus Österreich da, die gesagt haben, das ist once in a lifetime, da will ich dabei sein. Es war auch einer der Hauptgründe mit erfolgreichen Marketingmaßnahmen, dass wir das Budget unterschritten haben und ein historisch kostengünstiger Song Contest waren. Nein, es war sogar eine Excel-Tabelle, wo wir dann unterm Strich ein Plus hatten und sogar besser abgeschlossen haben als erwartet in der Nettodarstellung. Wie ist das für die Arbeit, wenn da immer Publikum ist? Eine Katastrophe. Also das war dem BIOS ja vollkommen wurscht. Der BIOS hat sich doch nichts gepfiffen, ob wir irgendwelche Schmerzen gehabt haben. Vor allem seelische, haben ihn ja gar nicht interessiert. Und man muss den BIOS kennen, da weiß man, der geht da schon durchs Feuer, aber lass die anderen gleich mitgehen durchs Feuer. Punktlandung für Conchita Wurst heute Nachmittag bei der vorletzten Probe in der Stadthalle. Ich möchte die Zeit nie missen, weil 12 Shows, ich glaube 12 Shows waren es, die wir gemacht haben vor vollem Publikum, das hat es bis jetzt auf der ganzen Welt noch nicht gegeben. Mein Song-Contest-Moment war es auf jeden Fall, als ich das Publikum zum ersten Mal gesehen habe. Als ich auf die Bühne raus bin und die Menschen, die vor Ort waren, gesehen habe und gespürt habe, wie sehr sich alle auf diesen Abend freuen. Vienna and Europe, let's give them the biggest applause ever! Ein Applaus für alle Künstlerinnen und Künstler. Ich finde, Andi Knoll hätte das Ding damals schon moderieren sollen. Also natürlich ist Andi Knoll für mich Mr. Song Contest. Und nicht nur für mich, sondern für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause auch. Und das muss ich auch sagen, das war meine Entscheidung. Ich wollte 3 Frauen auf der Bühne. Und der Andi ist viel, aber keine Frau. Die Kathi Zechner hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich sag's dir gleich, ich brauche dich als Kommentator. Ja, das ist der wichtigste Song Contest, den wir je gesendet haben und ich will, dass du das kommentierst wie immer, weil das erwarten sich die Leute und das habe ich verstanden. Ja. Es war nicht einfach, aber Profi. Er hat sehr professionell genommen. Ich habe natürlich kurz mir gedacht, die Chance kommt nie wieder, aber wer weiß, vielleicht kommt sie ja bald wieder. Und dann würde ich schon gern, bitte. Da haben sich alle gefragt, warum braucht man 3 Frauen, noch dazu die Conchita im Backstage-Bereich. Rolle der Conchita war klar, weil die war im Green Room und hat sozusagen die Gäste, die im Green Room sitzen, bedient. Genau, das ist diese Bank, ist ein Teil davon. Austria, the Make-Mix, everybody! Ich bin so eine Rampensau, also ich war so, für mich war klar, ich muss das mitmoderieren. Aber die Entscheidung war richtig und wir hatten natürlich 3 Top-Moderatoren, die hochprofessionell waren. Was bei 3 Moderatoren ein bisschen schwierig ist, man muss halt für jede Moderatorin eine Rolle finden und der Song Contest läuft ja an sich in ganz einfachen Bahnen. Grüß Gott, dann treten die Kandidaten auf, dann gibt es ein kurzes Break, wo es eine Summary gibt, dann treten wieder Kandidaten auf und dann gibt es ein Voting. Das ist jetzt moderativ, nicht so wahnsinnig viel. So sehr ich glaube, dass man jede Sendung gut machen will, ob es 10 Zuschauer sind oder 100 Millionen Zuschauer, natürlich ist da die Nervosität noch mal einen Schritt drüber, wenn man weiß, wie viele Länder sich das Ganze gerade anschauen und wenn man was falsch macht, dass man halt das nicht nur in einem Land falsch macht, sondern dass das dann ganz viele Menschen sehen. Da ist schon ein großer Druck da, auch als Moderatorin auf der Bühne, dass man das gut machen will. Also die Vorbereitung war natürlich komplett anders als zu jeder anderen Show. Es gab so viel Vorbereitungszeit wie für keine andere Show.
Und dann ist es der Moment und dann hast du es schon so drin, dass es eigentlich auch vergeht, als wären es 10 Minuten. Ist eine ganz komische Situation, aber extrem viel Spaß. Eine Sache kann in einem Land wahnsinnig unterhaltsam sein, aber das andere Land angreifen in irgendeiner Art und Weise. Also wir machen beim Song Contest Fernsehen für ganz viele Länder. Die EBU sagt immer, es soll ein unpolitisches Event sein. Song Contest kann nicht unpolitisch sein, weil Länder aufeinandertreffen, wo sich manche Länder besonders gut verstehen, manche Länder nicht so gut. Und ich nenne jetzt das Land nicht, weil es ja im Prinzip wurscht ist, aber es war irgendwo im Publikum zu sehen eine Fahne, die angeblich politisch nicht ganz korrekt war. Worauf ich in der Live-Sendung einen Anruf bekommen habe von dem Botschafter dieses Landes, dass das ein Wahnsinn ist und ein Skandal ist, weil das sind falsche Fahnen. Dann bin ich mit dem Executive Producer Edgar Böhn, sind wir dann während der Live-Sendung rausgegangen, haben uns die Szene nochmal angeschaut, haben dann mit dem Botschafter herumdiskutiert, das war dann Gott sei Dank nicht die falsche Fahne und haben dann die Live-Sendung weiter abgewickelt. Also es hat auch eine ganz gute politische Komponente bis hin zu, dass wenn man überlegt, wo Länder im Green Room sitzen, dass man sich anschaut, dass jetzt nicht zwei Länder, die verfeindet sind, nebeneinander sitzen. Ja, und man macht sich natürlich über die verschiedensten Dinge Gedanken vorher. Nicht zuletzt, was habe ich an? Was habe ich wann an? Und ich weiß noch, ich hatte diesen grünen Hosenanzug an, der ganz schick aussah irgendwie. Das ist nicht mein Lieblingsoutfit, aber es war okay. Aber der war so steif und so eng genäht, dass ich auch immer nur, ich wurde wie so aufgebahrt backstage. Und dann wurde ich so auf die Bühne geschoben, dann habe ich kurz Hallo und herzlich willkommen, dann habe ich mich wieder nach hinten gelegt, so, weil ich mich nicht bewegen konnte. Für mich der größte Song-Contest-Moment war der Beginn der Eröffnung. Mit den Philharmonikern. Leute in der Halle und der Countdown läuft. Das war mein Moment. Und ganz einfach dieses Gefühl zu haben, ich habe da mitgeholfen, dass das Ganze so funktioniert. Kurz bevor das Finale losgegangen ist, bin ich da gestanden mit meinem Team und wir haben das intern Revue passieren lassen und haben uns überlegt, wir haben 20.000 E-Mails bekommen in diesen, ich glaube wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten war der Großteil davon. Und wie das Finale losgegangen ist, war keins davon unbeantwortet. Da geht diese fantastische Bühne auf. Es funktioniert einfach alles perfekt, die Stimmung ist großartig. Und da war ich nur mehr ergriffen und stolz. Lydia Beitsch, die schon einmal einen Eurovision Song Contest, den Klassik Song Contest gewonnen hat, die dann den Udo Jürgens, also Merci Chérie, spielt. Es hat einige Gespräche mit Udo Jürgens gegeben, der natürlich als das große Vorbild dagestanden ist. Und er war sperrig, wie wir wissen, dem ganzen Song Contest gegenüber. Die Conchita hat ihm gefallen. Dass dieser Mann dann irgendwie überhaupt nicht weiß, wer du bist und dann auch noch gratuliert, das war schon ziemlich groß. Ich glaube, für meine Oma war das auch sehr aufregend. Ich habe meine Arbeit am Song Contest in Wien 2015 dem Udo Jürgens gewidmet. Insert! Schnell auf ihn! 20! Insert weg! Und noch Geigen! Haben wir nicht! Oh ja, 17! Achtung für den 9! So ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, war, als ich mit dem besten Designer der Welt, mit dem Florian Wieder, zusammengesessen bin, in einem Gasthaus am Gürtel. Hat der Florian gesagt, wie fangen wir denn die Show an? Und ich habe gesagt, ja, super wäre, wenn die Conchita quasi durch die Stadthalle fliegt. Und dann und das war so ein Spaß gemeint. Und dann hat der Florian gesagt,
genau das machen wir. Und hat dann Zettel genommen und einen Bleistift und hat aufgezeichnet, wie die Conchita durch die Stadthalle fliegen wird. Jetzt beginnt das Auszucken. Ladies and gentlemen, welcome your hosts, Miriam, Alice and Arabella. Ja, wir mussten am Anfang singen, Gott sei Dank aber nicht live. Also das hat uns rausgerissen und wir hatten auch viele Background-Stimmen. Also die Moni Ballwein hat da auch mitgesungen. Also man konnte Gott sei Dank unsere Stimme nicht ganz rausfiltern. Wobei, ich rede jetzt von mir. Also meine Stimme, glaube ich, hat man nicht ganz rausgehört, was dem Ganzen gut getan hat. Da war so viel Liebe im Raum. Alle wollten dort sein und du standest da als Moderatorin und ich habe das Gefühl gehabt, das sind alles meine Freundinnen und Freunde da unten. Und das war so, ich hätte die alle abknutschen können. Die Conchita fliegt wirklich durch die Stadthalle. Das ist nicht vergenossen, muss ich sagen. Das, was wir uns in einem Beisel ausgedacht haben, haben wir dann in die Stadthalle umgesetzt und für 220 Millionen Zuschauer dann übertragen. Was ich unbedingt wollte, dass wir nicht more of the same but bigger machen, sondern dass wir uns was Spezielles einfallen lassen. Dann die Interval Acts, also das, was in der Pause passiert. Mit dem Martin Grubinger, eine geniale Idee von der Kathi Zechner. Bis zu den Glöcklern, bis zu den Trachtengruppen, der Schönberg-Chor. Das war alles, ich habe da schon Gänsehaut gekriegt, weil das war schon, wir haben uns schon irgendwie musikalisch vorgestellt, auch der Welt. Was ich mochte, ist, dass das schon eine eigene Identität hatte. Das war schon ganz klar der österreichische Song Contest. Anytime that you're thinking of me, then you might want me. I come over, don't you know? Any town, any place, I'm yours. Nein, wir haben keinen Punkt gekriegt. Wer waren da, die Make-Makes? Die waren schon besser als 0 Punkte auf jeden Fall. Ja, es war schon schade, weil ich meine, die Jungs haben einen guten Song geliefert. Ja, was soll man sagen? Jetzt können wir nachhinein angefressen sein. Ich war total enttäuscht. Vielleicht hat man ihnen ein bisschen angemerkt, dass ihnen das nicht so Spaß macht, wie den anderen Künstlerinnen und Künstlern, die da sind. Das war in dem Fall wirklich sehr schade, weil, wie du sagst, das war das erste Mal, dass die Österreicher oder die Gastgeber nicht einmal einen Ehrenpunkt bekommen haben. Das war schon ein bisschen bitter. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht und mir auch leid getan für die Make-Makes. Es war einfach, das muss man sagen, keine gute Nummer. Who the hell is Edgar? And we are the Make-Makes. So, what is the secret of your success? Die Energie war irgendwie, die konnten sie nicht auf der Bühne rüberbringen, weil sie sonst auch abseits der Bühne nicht so hatten. Aber vielleicht war es auch einfach nicht die Zeit für eine Ballade in dem Sinn und brennendem Klavier. Und vielleicht hätten wir die eine oder andere von denen mehr am Klavier benötigt. Ich finde aber schon, wir hätten uns ein paar Punkte verdient. Da bin ich auch noch ein bisschen angefressen. Als Eventveranstalter muss einer Letzter werden. Es gab einen Sieger und der hieß nicht Österreich. Those were the very last points and now it is official. The winner of the 60th Eurovision Song Contest is Sweden!
Also das war eine ganz, ganz große Entlastung sozusagen, wie diese Show dann zu Ende war und ein irrer Jubel entstanden ist. Es war auch ein guter Sieger, der in Wien gewonnen hat. Und wir uns dann wirklich in die Arme gefallen sind und alle Zores, die es in diesem einen Jahr gegeben hat, und ein Jahr ist verdammt kurz für so ein Groß-Event, waren vergessen. Wir waren wirklich als Family, als Gruppe total high. Ich bin dann dort mit meinen engsten Mitarbeitern gestanden und war einfach wahnsinnig stolz. Mein Song Contest Moment war eigentlich der, als ich irgendwann am Sonntag in der Früh die Aftershow-Party verlassen habe. Also für mich war es auf jeden Fall der schönste Song Contest, aber gleichzeitig auch der anstrengendste. Ich finde, der Song Contest 2015 war ein absoluter Erfolg. Also jeder, der dabei war, hat hier ein Erlebnis fürs Leben gehabt. Und es war echt schön. Du, und es reden auch in der Song Contest Bubble alle immer noch von diesem Song Contest, weil es super organisiert war. Vom Essen schwärmen sie alle, die Stadt war so schön, die Unterkunft, die Wege waren relativ kurz. Es haben alle einfach geliebt. Auch in der Eurovision haben wir ein Beispiel dafür gestellt, wie man das machen kann. Und gilt heute noch in der Branche oder in der Familie der Öffentlich-Rechtlichen als einer der Song-Contests. Wir haben gelernt, dass so ein Großevent Kräfte freisetzt, von denen man vorher vielleicht auch noch nichts wusste. Wenn ich meine natürlich patriotische rosa Brille abnehme, wo ich mir gesagt habe, alles ist super und wir haben uns so bemüht und es war so viel Arbeit, dann bleibt über das, was mir meine Kommentatorenkollegen erzählt haben, nämlich super. Der kam super an. Also ich werde wirklich jetzt auch noch laufend darauf angesprochen, dass viele Journalisten in den Pressecenters jetzt zu mir herkommen und sagen, du, Wien, das war so super und das war einer der schönsten Song-Contests, die ich je erleben durfte und ich hatte dort wirklich eine tolle Zeit. Wir konnten zeigen, dass wir auch das größte Unterhaltungsevent der Welt austragen können. Ich glaube, dass das Land auch nervös war. Ui, kennen Sie das beim ORF? Und ich glaube, danach war so ein bisschen der Befund, das haben sie eigentlich ziemlich gut gemacht, der ORF. Good morning, Australia. It was lovely having you. And good night, Europe. We are the heroes of our time. Heroes. Das war eine Sternstunde des österreichischen Farbfernsehens. Und ich glaube, man kann auch mit Stolz sagen, ja, der in Wien ist sicher ganz oben im Ranking. Also an sich wäre die zweite Möglichkeit, Song Contest zu machen, natürlich großartig. Ob ich das familiär zustande bringen würde, diesen Irrsinn noch einmal zu machen, weiß ich nicht. JJ sollte gewinnen, dass Wien wieder Austragungsort wird. Wenn wir gewinnen sollten. Ich wäre bei jeder Show dabei. Aber ich würde mir ganz regulär Tickets kaufen. Den Legal Advisor würde ich nicht mehr machen. Aber der oder diejenige, die den Legal Advisor machen würde ich sehr, sehr gerne mit guten Tipps zur Verfügung stehen. Das macht man nur einmal im Leben, finde ich. Und vor allem mit dem, jetzt weiß ich ja auch, was einem erwartet. Schon auch deshalb würde ich es nicht mehr machen. Wenn JJ das ganze Ding für uns gewinnt, dann müsste als erster Andi Knoll auf der Liste stehen, um den Song Contest zu moderieren. Diesmal, glaube ich. Und ich mache aber gern mit. Wenn mich nochmal jemand da sehen will, dann mache ich voll gern nochmal mit, weil es einfach eine Riesengaude ist. Das hat mich auch für mich gefreut, wenn wir gewinnen, weil ich moderieren dann. Das habe ich schon ausgemacht mit allen Verantwortlichen beim ORF. Wobei, heute wüsste ich noch nicht, wo wir das Geld hernehmen. Aber den Weg werden wir dann schon gemeinsam gehen. Wien hat sich angefühlt wie eine Zugabe. Zugabe ist immer das Schönste. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci,
chérie. So schön, so schön. Merci, chérie. Merci. Voilà, c'est Udo Jürgens qui vient de chanter sa chanson qui a triomphé ce soir. Morgen ist es endlich soweit. JJ singt für Österreich. Und zwar mit Startnummer 6. Zuerst Mr. Song Contest Andi Knoll. Welche 10 Acts muss der JJ schlagen, um den Song Contest zu gewinnen? Und dann das zweite Semifinale mit JJ live. 12 Points für Österreich. Seid dabei und haltet mir die Daumen. Der